Stell dir vor, dein Boden hat Geheimnisse. Nicht romantische, sondern toxische. Altlasten, die du nie eingeladen hast. Schwermetalle, Pestizide, Düngersmog und ganz neu im Club Mikroplastik. Tja, das Zeug, das mittlerweile in Blut, im Regen und Überraschung auch im Gemüse auftaucht. Aber jetzt kommt der Clou. Während wir alle über Kunstdünger reden, liegt da unten im Boden Zeug herum, das seit Jahrzehnten keiner aufräumt. Und nein, ein bisschen Kompost reicht da nicht. Was du brauchst, ist ein Staubsauger. Keinen von Vorwerk, sondern einen aus dem Erdinneren. Einen, der nichts kostet, nicht brummt und trotzdem Gifte frisst wie andere Popcorn. Ich rede von Zeolit, dem Superfilter unter den Steinen, dem Anti-Müllmann der Mikrowelt. Und ja, ich weiß, was du denkst. Greenhorn, das klingt wieder wie Hokuspokus aus dem Heilsteinlager. Aber dieses Mal hat die Wissenschaft mitgekaut und ausgespuckt. Zeolit bindet Schwermetalle, radioaktives Cäsium und, Achtung, sogar Mikroplastikfragmente. Klingt wild, wird noch besser. Denn ich zeige dir nicht nur, was Zeolit alles kann, sondern auch, wie du ihn ganz einfach im Garten, im Balkonkasten oder in der Maurobütt einsetzt. Ganz ohne Raketenwissenschaft, aber mit dem nötigen Respekt vor dem, was unsichtbar unter unseren Füßen tickt. Und damit herzlich willkommen bei Greenhorns Gartenwelt. Ich bin Greenhorn. Zeolit. Klingt wie ein interstellarer Held aus einem Marvel-Film. Tatsächlich ist es ein uraltes Vulkangestein, das durch den Kontakt durch Lava mit dem salzigen Meerwasser entstanden ist. Heraus kommt ein poröses Gerüst, vollgestopft mit Kanälen, wie ein Schweizer Käse auf Diät. Und das Besondere? Diese Tunnel sind negativ geladen, was sie zum perfekten Ionenstaubsauger macht. Zeolit zieht alles an, was positiv geladen ist. Und das sind dummerweise viele der Stoffe, die du lieber nicht im Boden hättest. Ammonium, Blei, Cadmium, sogar radioaktive Teilchen wie Cäsium 137. Und neuerdings wird erforscht, wie Zeolit auch geladene Mikroplastikpartikel binden kann. Also winzige Teilchen, die sonst unbemerkt in die Wurzeln wandern. Das Ganze nennt sich Ionenaustausch. Klingt nach Physikunterricht, oder? Bedeutet aber praktisch, Zeolit nimmt Giftstoffe auf und gibt gleichzeitig wichtige Mineralien wie Kalium und Calcium an deine Pflanzen wieder ab. Ein smarter Tausch, wie ein Nachbar, der dir den Müll wegräumt und dafür noch Tomatenpflanzen schenkt. Der netteste Ionendealer der Welt. Zeolit ist kein Gartentrend aus dem Reformhaus, sondern eine bewährte Krisenlösung. Nach Tschernobyl wurden Zeolitpulver tonnenweise in Ställe gekippt, damit Rinder keine Strahlenmilch mehr produzieren. Die Idee war simpel. Zeolit fängt radioaktives Cäsium im Magen ab, bevor es in die Milch wandert. Das Ganze ist kein Mythos, sondern gut dokumentiert, unter anderem von belarussischen Forschungsstellen in den 1990ern. In Fukushima zum Beispiel 2011, nach dem Supergau, wurde Zeolit als Filtermaterial in Tanks und Kanälen eingesetzt, um das kontaminierte Wasser zu reinigen. Nicht als PR-Gag, sondern als echter Notfalleinsatz. Die Berichte dazu sind öffentlich zugänglich, sogar von TEPCO selbst. In Mexiko wird Zeolit genutzt, um ausgelaugte Böden zu entsalzen und wieder nutzbar zu machen. Oft dort, wo Wasserknappheit herrscht. Und in Japan testet man Zeolit derzeit auf Teeplantagen, um Schadstoffe zu binden, bevor sie in die feinen Teeblättern wandert. Kenia setzt auf Zeolit zur besseren Wasserspeicherung in ausgetrockneten Regionen. Und in der Ukraine, ja, da gibt es Pilotprojekte, bei denen Zeolit helfen soll, Mikroplastik aus dem Trinkwasser zu filtern. Erste Versuche laufen und wenn es klappt, ist das ein echter Gamechanger. Diese weltweiten Einsätze zeigen, Zeolit ist kein Zauberpulver, aber ein unterschätzter Problemlöser mit ziemlich viel auf dem Kasten. Und wenn er in Katastrophenregionen hilft, na, warum dann nicht auch im Balkonkasten im Bottrop? Mikroplastik im Boden ist längst keine Spinnerei mehr. Studien der Universität Bayreuth zeigen,
Selbst abgelegene Ackerflächen enthalten bis zu 5000 Mikroplastikpartikel pro Kilogramm Erde. Der Weg? Na, über Klärschlamm, Reifenabrieb, Kompost und dem guten alten Stadtschmutz. Na, kein Wunder, dass da manche Karotte beim Waschen knirscht, oder? Zeolit kann hier als Barriere wirken. Noch ist nicht abschließend belegt, wie vollständig die Bindung funktioniert. Aber erste Ergebnisse zeigen, geladene Partikel werden zurückgehalten, Sedimente stabilisiert, Aufnahmewege gestört. Man könnte sagen, Zeolit macht den Türsteher und lässt nicht jeden Müll durch. Und genau hier liegt die Hoffnung, dass dein Boden nicht länger Durchlauferhitzer für Giftstoffe ist, sondern ein smarter Filter. Und während die Forschung weiterläuft, kannst du heute schon handeln. Denn selbst wenn Zeolit nur einen Teil der Belastung filtert, in Kombination mit Humus, Kompost und Mikroorganismen kann es den Unterschied machen. Eine Art Bodentaskforce mit Schwamm, Schaufel und Schwung. Hey, du brauchst kein Öko-Bauernhof-Idyll, um mit Zeolit zu arbeiten. Im Gegenteil, gerade auf beengtem Raum entfaltet es seine Stärke. Ein Balkonkasten mit ausgelaugter Erde? Zeolit stabilisiert den pH-Wert, puffert Salze ab und gibt Nährstoffe gezielt ab. Und in Blumentöpfen sorgt es dafür, dass Gießfehler nicht gleich die Wurzeln verätzen. Besonders hilfreich ist er bei gekaufter Billigerde oder bei der Wiederverwendung alter Töpfe. Einfach einen Teelöffel Zeolitpulver untermischen, das war's. Keine Hexerei, keine Kostenexplosion, nur ein smarter Helfer, der dir nicht mal auf die Nerven geht, sondern in die Wurzeln. Oder wie man auf dem Balkon sagt, der unsichtbare Butler im Blumentopf. Und jetzt, liebe Freunde, Trommelwirbel. Jetzt kommt's. Das erste Greenhorn-eigene Bodenmittel. Wissenschaftlich inspiriert, praxisnah umgesetzt. Das Zeoli Hefix. Und welche Zutaten brauchen wir dazu, um das Zeoli Hefix herzustellen? Da wären zum einen erstmal 1 Liter abgestandenes Wasser. Bitte chlorfrei, versteht sich. Ein gehäufter Esslöffel feines Clenoptyloid-Zeolitpulver, ein Viertelwürfel frische Hefe oder 2 Esslöffel Wildhefeansatz, und 1 Teelöffel Melasse oder alternativ auch Glukosesirup. Und dann alles in eine Flasche oder Gießkanne geben. Kräftig schütteln und dann so 6 bis 8 Stunden stehen lassen.
Ja, und dann direkt an die Wurzeln gießen. Nicht auf die Blätter, ist klar. Anwendung so aller 10 bis 14 Tage. Naja, das mit dem Schütteln bitte vorsichtig machen, da die Hefe ja auch reagiert und brubbelt. Tja, und welche Wirkung können wir jetzt damit erwarten? Die Hefe aktiviert das Bodenleben, wie ihr schon aus einem anderen Video wisst. Das Zeolit fängt Schwermetalle und Schadstoffe ab und auch Mikroplastik, wie ich schon erwähnt habe. Und die Melasse dient als Mikrobenfutter. Ja, das ist ein Trio mit Tiefgang. Manche würden es als Bodenpuster bezeichnet, aber wir nennen es Revolution mit Gießkannenformat. Und die passenden Zutaten für dieses Greenhorn Zeoli Hefix Bräu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So kannst du das Rezept ganz einfach umsetzen, im Beet, auf dem Balkon oder am Fensterbrett. Und wenn du willst, auch gleich mit testen. Mehr Leben im Boden, weniger Altlasten in der Wurzelzone und das alles mit einfachen Hausmitteln. Und was ist daran bitte schön neu? Naja, bisher wurde Hefe meist mit Zucker oder Melasse aktiviert, aber ohne ein adsorptives Bindemittel, das die entstehenden Stoffwechselprodukte gezielt im Boden verankern. Zeolit hingegen kann nicht nur Schadstoffe puffern, sondern auch die Hefeaktivität stabilisieren. Das ergibt eine neue Synergie. Weniger Ausgasung, längere Wirkung und bessere Nährstoffverfügbarkeit, besonders bei wiederverwendeter Erde oder stark beanspruchtem Substrat. Ach ja, und bevor wieder jemand fragt, nein, Zeoli Hefix ist kein Dünger. Es ist kein Turbowachstumsbooster, sondern ein Bodenpfleger, ein Müllsammler, ein Wurzelschutzschild. Jetzt wird's spannend, denn was passiert eigentlich, wenn zwei Naturtalente aufeinandertreffen, die gegensätzlicher kaum sein können? Auf der einen Seite Hefe, lebendig, quirlig, aktiv. Ein mikrobielles Festmahl auf Zellbasis. Auf der anderen Seite Zeolit, ruhig, fest, unerschütterlich. Der Fels in der Brandung der Bodenchemie. Die eine bringt Bewegung, die andere Stabilität. Hefe bringt die Mikrobenwelt in Wallung. Zeolit sorgt dafür, dass die ganze Party nicht aus dem Ruder läuft. Ein bisschen wie der Unterschied zwischen einem wilden WG-Bewohner mit Gitarre und einem ruhigen Buchhalter, der hinterher alles aufräumt. Und beide brauchst du, sonst wird es entweder zu chaotisch oder eben zu steril. Aber was kaum jemand bedenkt, Zeolit kann nicht nur Schadstoffe binden, er schützt auch das Bodenleben selbst. Denn viele Mikroorganismen reagieren empfindlich auf Schwermetalle und saure pH-Werte. Zeolit wirkt hier wie ein Sicherheitsnetz. Er schafft ein milderes, stabileres Umfeld, in dem die Mikroben überhaupt erst richtig durchstarten können. Und genau das ist der Trick hinter dem Zeoli Hefix. Die Hefe liefert den Drive, der Zeolit hält den Kurs. Und das heißt konkret, während die Hefe neue Nährstoffe erschließt und Mikroben aktiviert, sorgt Zeolit dafür, dass dabei nichts aus dem Gleichgewicht gerät. Keine faulige Gärung, kein Nährstoffverlust, sondern ein balancierter Kreislauf. So wie Yin und Yang, nur mit Schimmel und Gesteinsmehl. Naja, und sobald ein neues Rezept wie der Greenhorn Zeoli Hefix auftaucht, kommt früher oder später die Frage aus der Community: Greenhorn, bei welchen Pflanzen funktioniert das und wo sollte man lieber vorsichtig sein? Und das ist eine berechtigte Frage, denn nicht jede Pflanze ist gleich gestrickt. Manche lieben es mikrobiell aktiv, andere sind da eher wie Einzelgänger auf einem stillen Rückzugsort. Und hier die gute Nachricht. Zeoli Hefix eignet sich grundsätzlich für die meisten Gemüsepflanzen, Stauden und Blumen. Besonders dankbar reagieren Starkzerrer wie Tomaten, Zucchini, Kürbis oder Paprika. Die Kombination aus Bodenaktivierung und Schadstoffbindung gibt ihnen genau das, was sie brauchen. Nährstoffe ohne Stress und einen sauberen Wurzelraum, in dem sie sich gut entfalten können. Natürlich auch für Topfpflanzen, Balkonkästen
Und selbst Zimmerpflanzen kann der Sud eine Wohltat sein. Vor allem, wenn das Substrat schon mehrfach benutzt wurde oder ein leichter Geruch nach müder Erde aufsteigt. Aber bei empfindlichen Kräutern wie Basilikum oder Rosmarin solltest du erstmal vorsichtig testen. Und zwar in kleiner Dosis. Diese Pflanzen mögen es oft trockener und steriler und könnten auf zu viel Mikrobenparty mit beleidigtem Blattwerk reagieren. Ach ja, und dann gibt es noch die Orchideenfraktion. Freunde des Spezialsubstrats. Da würde ich persönlich auf den Zeolie-Hefix verzichten oder ihn maximal über das Gießwasser in sehr stark verdüngter Form einsetzen. Denn Zeolit kann in zu großer Menge Wasser speichern und bei Substraten, die auf Luftfeuchtigkeit angewiesen sind, das Gegenteil von gut bewirken. Kurzum, wenn du dir unsicher bist, na dann testen. Fang mit wenig an und beobachte. Der Boden erzählt dir mehr, als du denkst. Du musst ihm nur zuhören. Oder wie meine Oma gesagt hätte, die Pflanze spricht. Die Frage ist, ob du zuhörst oder nur düngst. Wenn du also willst, dass dein Garten in den nächsten Jahren nicht nur grünt, sondern gesund bleibt, dann brauchst du keine Wunderkugel, du brauchst ein gutes System. Und Zeolit ist ein Baustein davon. Vielleicht sogar einer der wichtigsten. Vor allem, wenn du den Verdacht hast, dass dein Beet mehr Altlasten schluckt, als du glaubst. Und Freunde, ich habe lange und tief recherchiert. Interessanterweise gab es bisher weltweit keine Mischung, die genau aus dieser Kombination besteht. Also Zeolit, Hefe und Melasse als Gießsud für den Hausgarten, den ich liebevoll Zeolie-Hefix nenne. Studien kennen Kombinationen aus Zeolit mit Biochar oder Düngen. Andere untersuchten Hefe als Blattspray, aber mein Zeolie-Hefix, der ist eine echte Premiere. Das ist nicht nur ein Rezept, das ist eine neue Erfindung. Und bevor wir den Gießkannendeckel jetzt drauf machen, möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben. Der ist noch nicht fertig, aber er hat Potenzial und er kommt, wie so vieles, direkt aus meinem nächtlichen Grübelkompost. Wir binden also mit Zeolit, Hefe und Melasse die Schadstoffe im Boden. Super. Aber was passiert mit diesen gebundenen Stoffen? Sie bleiben rein physikalisch betrachten im Boden. Neutralisiert ja, aber nicht verschwunden. Also stellt sich zwangsläufig die Frage, können wir sie auch wieder rausholen? Und da kam mir die Idee, was wäre, wenn? Wir bräuchten da so etwas wie eine biologische Müllabfuhr statt mit Schaufel und Bagger. Aber das ist wiederum ein Thema für ein anderes Video. Die Ideen hätte ich da schon. Denn eines ist klar, die Zukunft des Bodens liegt nicht nur in der Vergangenheit, sie liegt in unseren Ideen. Und die besten davon, die keimen gerade. In diesem Sinne, bleib dran. Denn was wir hier gerade tun, ist mehr als nur Gartenarbeit. Es ist Bodenbildung und vielleicht sogar ein bisschen Weltrettung mit Tiefgang für Aufgewachte. Wenn du bis hierher geschmunzelt, genickt oder mit dem Kopf geschüttelt hast, dann danke ich dir. Denn genau das ist der Nährboden, auf dem diese Ideen wachsen. Neugier, Offenheit und ein bisschen Lust auf Verrücktes. Vielleicht war heute etwas dabei, das du ausprobierst. Vielleicht auch nur ein Gedanke, der hängen bleibt. Oder du bist schon längst im Garten verschwunden und rührst in deiner eigenen Gießkanne an der nächsten genialen Mischung. Wie auch immer, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Kapitel, beim nächsten Rezept oder bei der nächsten Frage, die noch niemand gestellt hat. Bis dahin bleibt wurzelmutig, ungradfrei im Herzen und voller Humus im Hirn. Dein Greenhorn hier bei Greenhorns Gartenwelt.